Oh mein Gott, meine ersten Filmfestspiele in Cannes. Obwohl ich schon seit 2011 so gut wie jedes Jahr an die Côte d'Azur verreise, ist es tatsächlich das allererste Mal, dass ich zu den Filmfestspielen in Cannes fahre. Und ich muss gestehen, ich war richtig aufgeregt. Aber diese schöne Zugfahrt hat mir meine Aufregung so ein bisschen genommen. Ich liebe es total, bei den Zügen an der Côte d'Azur immer rausschauen zu müssen. Wenn ihr, sagen wir mal, von der Richtung Cannes nach Nizza fahrt, setzt euch rechts im Zug hin. Wenn ihr von Nizza Richtung Cannes fahrt, setzt euch links im Zug hin. Und dann seht ihr auf jeden Fall das Meer. Und das finde ich schon richtig, richtig geil bei dieser Zugfahrt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, mindestens einmal mit dem Zug irgendwo hinzufahren. Aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen, sondern um die Filmfestspiele. Ich muss gestehen, ich hatte mich im Vorfeld so ein bisschen informiert. Ich wusste aber nicht, was genau kommt auf mich zu. Wo darf ich reingehen, wo darf ich nicht reingehen? Werde ich überhaupt irgendetwas sehen? Werde ich gar nichts sehen? Und ja, diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Ihr seht hier auf jeden Fall schon mal, wie krass voll es in Cannes am Bahnhof war. Ich muss gestehen, im Sommer, also ich bin ja meistens dann im September dann nochmal hier, ist es noch nie so voll gewesen. Und das hat man schon richtig krass gespürt, dass die Filmfestspiele zu dieser Zeit gerade in Cannes stattfanden. Die Busse waren voller, der Bahnhof war voller, die Straßen waren voller. Wirst du auch gleich noch mal ein bisschen später sehen, wenn wir uns jetzt hier auf den Weg machen vom Bahnhof zum Palais de Festival. So Leute, wir sind in Cannes und ich muss gestehen, es ist noch nicht mal im Sommer so voll wie jetzt. Das ist so krass. Also am Bahnhof habt ihr ja gerade schon gesehen, es ist super voll. Und hier in der Stadt noch viel, viel voller. Ja, mal schauen, wie dieser Tag wird. Mal schauen, was wir alles so sehen werden, wen wir alles vielleicht sehen werden. Ich bin gespannt und wir nehmen euch mit. Und um zum Palais de Festival zu gelangen, müsst ihr vom Hauptbahnhof eigentlich nur Richtung Süden laufen. Es ist auch egal, welche Straßen ihr da genau nehmt, weil es gibt viele parallele Straßen. Einfach nur Richtung Süden und dann kommt ihr irgendwann hier raus, bei der Croisette, beziehungsweise, wenn ihr Glück habt, direkt schon am Palais de Festival. Und wie ihr hier sehen könnt, war sehr viel abgesperrt, aber man kann trotzdem ganz nah an den roten Teppich kommen. Übrigens werdet ihr wahrscheinlich im Video häufiger Menschen sehen, die so ein Kärtchen am Hals hängen haben. Das sind die Menschen mit den Akkreditierungen. Mit einer roten Akkreditierung bist du wahrscheinlich von der Presse, das heißt Journalist, Fotograf, Blogger. Du hast Zugang zu den Pressevorführungen, Pressekonferenzen und dem Pressebereich. Wenn du so eine blaue Akkreditierung hast, bist du wahrscheinlich Filmproduzent oder Verleiher, Festivalvertreter, whatever. Dann hast du auch Zugang zu den Marktvorführungen, Branchenevents und so weiter. Dann gibt es aber noch Gelb oder Orange als Akkreditierung. Das ist für Filmschaffende, deren Werke am Festival laufen. Und ja, du hast natürlich zu den eigenen Screenings Zugang und auch zu einigen anderen. Und dann gibt es noch die grüne Akkreditierung. Das ist für Gäste, zum Beispiel eingeladene Gäste, Partnerinstitutionen, Förderer. Diese haben auch Zugang zu den Premieren, Events und Empfängen. Und Akkreditierungen, für die du dich bewerben kannst, sind zum Beispiel Violette. Das ist für die
Cinephilen, also das ist das Publikum, das sind Filmfans, Studierende, alle, die so ein bisschen ja, Bock auf Film haben. Die haben Zugang zu bestimmten Vorführungen, auch nur mit eingeschränkten Rechten. Also die dürfen jetzt nicht einfach so auf den roten Teppich spazieren, wenn es dann irgendwie kurz vor einer Vorführung ist. Und es gibt auch noch weiße und graue Akkreditierungen. Das ist dann zum Beispiel Technik, Crew und Volunteers. Und die haben eigentlich nur begrenzt Zugang zu den Arbeitsbereichen. Hier siehst du übrigens eine der offiziellen Boutiquen, also Souvenirshops zum Filmfestival. Ich glaube, ich habe insgesamt 2 gesehen. Finde ich eine richtig coole Sache, weil ich sowieso so eine Souvenirjägerin bin. Und es gibt echt viele schöne Sachen, zum Beispiel so coole Taschen, Jutebeutel. Ich habe euch mal einen kleinen Rundgang gefilmt. Enjoy! Hier wollte ich eigentlich die ganzen coolen Polizisten um ein Foto bitten. Da habe ich es mich noch nicht getraut, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Die Fotos folgen noch. Es haben sogar einige Leute auch ihre Kinder mit denen fotografieren lassen. Echt cool. So Leute, ich habe mir ein bisschen was gekauft im Souvenirshop. Das zeige ich euch jetzt mal. Mal ein bisschen so. Und zwar fangen wir mal mit den günstigsten Sachen an. Ein Bleistift für 2,50 Euro. Finde ich ganz hübsch. Dann, Moment, ich habe gar nicht so viel, aber ich musste suchen. Hä? Ein Kugelschreiber ist weg. Ah ne, da ist er. Hat sich versteckt. Dann so ein Kugelschreiber, finde ich auch ganz hübsch. Und eine schöne Tasche. Die hatten da echt viele Taschen, verschiedene Größen. Hier so ein Beutel. Gucken, sieht man das? Sieht man das? Ich halte das sonst noch mal ein bisschen hoch. So sieht das aus. Ich fand die Farben hübsch. Gab es auch in Blau, in allen möglichen Farben, in Schwarz, Weiß. Finde ich recht hübsch. Hat auch schöne, lange Henkel. Dachte ich, ach so, und was das gekostet hat. Also der Kugelschreiber hat 8 Euro gekostet. Bleistift habe ich ja gerade schon gesagt, 2,50 Euro. Und dieser Beutel, sage ich mal, 10 Euro. Fand ich jetzt okay, so als Souvenir fürs Festival. Why not, ne?
Was ihr hier seht, ist Cinema de la Plage. Und zwar jeden Abend um 21:30 Uhr während des Filmfestivals wird irgendein anderer Film gezeigt. Es werden unter anderem Filmklassiker gezeigt, aber auch Kultfilme. Der Eintritt ist kostenlos, es ist ein Open-Air-Kino und es gilt das Prinzip First Come, First Serve. Also rechtzeitig vor Ort sein, wenn ihr Bock drauf habt. Übrigens ist das einer der beiden öffentlichen Strände an der Croisette. Der eine ist ganz im Osten und dieser hier ist der im Westen. Da haben wir schon etliche Jahre lang Urlaub gemacht und immer wieder im Sommer hier am Strand gechillt. Was ich an diesem Strand und an der Croisette generell so liebe, sind diese kleinen Kioske, wo es alles Mögliche zu essen gibt. Und wir hatten echt Hunger nach dem vielen Rumlaufen auf dem Festival. Also habe ich mir eine Crepe mit Nutella geholt und meine Mutter ein Baguette, beziehungsweise ich glaube, das war ein Panini mit Käse und Tomaten. Richtig lecker. Und natürlich könnt ihr auch nach Stars Ausschau halten während der Filmfestspiele in Cannes, neben dem ganzen Schaulaufen auf dem roten Teppich, und zwar vor den Hotels. Ich werde euch jetzt mal die Hotels nennen, vor die ihr euch stellen könnt. Eigentlich von morgens bis spät abends würde ich sagen, weil da kann immer irgendein Star rauskommen oder auch an der Croisette einfach entlang spazieren. Das sind zum einen das Majestic, ganz im Westen der Croisette, dann das Marriott, als nächstes das Carlton, vor dem stehe ich hier jetzt gerade im Video. Übrigens habe ich gedacht, das ist Serena Williams oder so. Bis heute weiß ich nicht, wer diese Dame in diesem genialen Outfit war. Vielleicht wisst ihr, wer das war. Und nach dem Carlton kommt noch das Martinez. Also, wenn ihr Bock habt, Stars zu sehen, stellt euch am besten gleichzeitig an alle 4 Hotels hin und ja, beobachtet, ob ihr irgendjemanden sehen könnt. Und ja, liebe Action-Fans, Tom Cruise war auch in der Stadt. Hier wurde extra für Mission Impossible noch Werbung gemacht. Wen ich getroffen habe, also von den Hollywood-Stars, habe ich eigentlich nur von Weitem einige gesehen. Aber ich habe eine deutsche Trash-TV-Queen getroffen. Das Foto oder beziehungsweise die Fotos blende ich euch hier ein. Vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch. Georgina Fleur. Ich finde sie ziemlich witzig, ich finde sie cool. Sie war richtig nett. Hat direkt Fotos gemacht, wir haben noch ein bisschen gequatscht zusammen, also echt eine coole Frau. Was ich mindestens genauso cool finde wie das Foto mit Georgina, ist dieses Foto mit dem Polizisten. Die standen hier nämlich vor dem Carlton Hotel und ich habe einfach mal gefragt, je peux faire une photo avec vous? Und dann haben sie sich angeguckt, genickt und dann habe ich das Foto machen können. Richtig nice. Eine Sache, die ich ein bisschen falsch gemacht habe bei meinem ersten Besuch bei den Filmfestspielen, ist, mich nicht rechtzeitig an den roten Teppich zu stellen
um dann abends das Einlaufen der Stars zu beobachten. Ich hatte am Ende nur noch Blick auf diesen Bildschirm. Ich werde dir aber auf jeden Fall im nächsten Video erklären, wie du das besser machen kannst. Und ich habe es dann auch besser gemacht. Nämlich, ich glaube 2 Tage später war ich nochmal dort und dann hat es mega gut geklappt. Also man braucht schon so ein paar Insider-Tipps, um das Ganze korrekt anzugehen. Weil sonst, ja, bleibt man hier einfach stehen und sieht nicht viel. Mein Fehler war natürlich auch, dass ich viel zu lange an den Hotels geblieben bin. Ich habe natürlich gesehen, wie die Stars dann noch so rausgefahren sind in diesen ganzen schwarzen Wagen. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, ich komme einfach 2 Tage später nochmal dahin und mache das Ganze besser. Ich werde in dem nächsten Video euch auf jeden Fall erklären, wo ihr euch wann hinstellen müsst. Denn es gibt wirklich Bereiche, wo ihr so ein bisschen durchgeschleust werdet mit so einem kleinen Security-Check und wo ihr dann echt nah am roten Teppich sein könnt, wenn die Stars einlaufen. In dem nächsten Video erkläre ich euch alle Insider-Tipps, wie man es besser macht. Aber dieser Tag war trotzdem wunderschön für mich. Hat super viel Spaß gemacht, trotz diesem ganzen Trubel. Und ich habe an diesem Tag, glaube ich, sogar 11.000 oder 12.000 Schritte gemacht. Ich blende es euch mal ein, war richtig viel. Ich war auf jeden Fall echt glücklich und ich weiß auch, was ich dann nächstes Jahr noch anders oder besser machen werde. Das werde ich euch aber im nächsten Video erzählen.